Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Heute komme ich nochmal zurück auf die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit dem Visum, wenn man nach Japan gehen will, um da im Kloster, zum Beispiel in Antaiji, für 3 Jahre oder länger zu leben. Bei der Einreise bekommt man in der Regel 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung als Touristenvisum. Und die kann man als Deutscher in der Regel dann nochmal verlängern. Und dann hat man 180 Tage in Japan verbracht. Was passiert dann? Wenn du in Antaiji bist, müsstest du den Abt oder aktuell ist es eine Äbtissin fragen, ob sie bereit wäre, für dich zu bürgen. Und das ist erstmal auch ein großer Schritt, denn der Bürger unterschreibt, dass er für dich aufkommt, sowohl finanziell als auch ja, haftpflichtig ist und dafür einsteht, wenn du zum Beispiel die japanischen Gesetze brichst. Er ist für dich verantwortlich als Bürger. Und er oder sie müsste auch dafür aufkommen, wenn du zurück musst in dein Land und du kannst für den Flug nicht bezahlen. Dann bezahlt der Bürger dafür. Ne? Deshalb, das steht auch auf der Website so, ne? Wie ist es mit Leuten aus Ländern, die überhaupt kein Touristenvisum bekommen? Das gibt es auch. Ne? Zum Beispiel, was weiß ich, Iran, Irak oder so. Ne? Oder auch Bangladesch, den Fall hatte ich auch mal. Ne? Dass Theravada Bhikkhus, eine Theravada-Mönche, die wollten mich in Antaiji besuchen, die kamen aus Bangladesch, konnten kein Touristenvisum bekommen. Und dann habe ich für die gebürgt und denen einen Zettel geschrieben, na, ich bin der Bürger, ne, bitte lasst die nach Japan rein. Ich habe damit aber auch immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Manchmal kamen die nach Antaiji, sind dann aber sofort gefahren, weil es nicht so war, wie sie es vorgestellt haben. Im Fall von diesen 6 Bangladesch Bhikkhus, ne, die sind nie angekommen. Ne? Also in Japan schon. Ich habe dann schon von der Immigrationsbehörde gehört, ja, die Leute sind angekommen im Land. Was machen die in Antaiji? Ja, tut mir leid, in Antaiji sind sie nicht angekommen. Ne? Da steht man natürlich schlecht da. Es ist auch schlecht für den Ruf von Antaiji, wenn das missbraucht wird. Insofern, die aktuelle Regel in Antaiji ist, kommt erstmal als Tourist nach Antaiji. Ideal ist, wenn man einfach mal für ein Retreat kommt, für eine Woche. Dann sieht man ja schon, was das für Leute sind, wie die Äbtissin tickt, ob das Ganze so ein bisschen zu einem passt. Dann kann man für 3 Monate kommen, sich wirklich richtig gegenseitig beschnuppern. Und wenn du das Gefühl hast, ja, das ist der Ort für mich und die Äbtissin hat das Gefühl, diese Person wäre die richtige Person, ne, für Antaiji, dann wird sie das vielleicht, dieses Commitment, ne, diese Verpflichtung, Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin dein Bürger. Ich helfe dir damit, diese Sache in Kobe. Ne? Da muss man eine Tagesreise unternehmen bis zum Einwanderungsbüro. Ne? Das ist nicht in der Gemeinde, du musst quer durch Japan reisen. Ne? Und in Kobe beantragst du das. Und wie gesagt, mit etwas Glück bekommst du es für 1 Jahr und dann für ein zweites Jahr. Und dann wird einem häufiger diese Frage gestellt, ja, wie lange soll denn das jetzt noch dauern? Du bist schon 2 Jahre hier. Du kannst ja nicht ewig bleiben. Als mir diese Frage gestellt wurde vor 25 Jahren, fast 30 Jahren, ne? Herr Nölke, Sie sind schon seit 2 Jahren in Japan. Wann denken Sie daran, wieder nach Deutschland zurückzukehren? Und dann sagte ich, ja, mein Meister hat mir immer gesagt, in Antaiji sitz erstmal schweigend 10 Jahre. Und dann nochmal 10 Jahre und am Ende kommen nochmal 10 Jahre drauf. Ne? Aber am Anfang 10 Jahre. Und dann wurde ich komisch angeguckt mit großen Augen. Ne? Herr Nölke, für wie doof halten Sie uns eigentlich? Ne? Kann doch keine 10 Jahre dauern, so ein Klosteraufenthalt. Ne? Und überhaupt, ne, wovon wollen Sie sich denn ernähren während der 10 Jahre? Und dann sagte ich, aber das Kloster ist doch selbstversorgend. Ich helfe mit auf den Feldern, wir bauen unseren eigenen Reis an und gekocht und geheizt wird mit Holz, das kommt von den Bergen. Ne? Wir machen das alles selbst. Ja, und wie ist es mit Strom? Und wie ist es, wenn du eine neue Mönchsrobe brauchst? Und was, wenn du ins Krankenhaus musst? Womit bezahlst du eigentlich die Krankenversicherung?
Und da sagte ich ja, also wir gehen ein-, zweimal im Jahr betteln, ne? Und das hörten die natürlich nicht so gerne. Da will einer mindestens 10 Jahre in Japan leben, aber im Notfall ernährt er sich vom Betteln, ne? Also vom Bruttosozialprodukt der Japaner. Ne? Da bekam ich Schwierigkeiten und mein Meister musste da sehr, sehr viele ja, Dokumente zusammentragen und auch erklären, wie das denn so funktioniert. Ne? Und dass im Notfall natürlich auch das Kloster aufkommen würde für mich, wenn ich ins Krankenhaus muss und ich könnte nicht dafür bezahlen. Ne? Und ich hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich dann gerade zu dem Zeitpunkt nach Tofuguchi gegangen bin, nach Kyoto. Und das ist ein Kloster mit einer 800 Jahre alten Geschichte. Der Roshi war sehr bekannt, ne, war auch häufig im Fernsehen. Ne. Das hat mir dann auch geholfen, ne, als ich dann von Kyoto aus wieder das Visum verlängern ließ. Ne. Tofuguchi, ne, kennen wir. Beziehungsweise der Myogen, der ja auch schon bei mir hier in Osaka zu Gast war, zu einem Interview, den ihr gesehen habt in dem NHK Documentary, ne? Myogens Geschichte in Japan, in Antaichi. Der Myogen hatte dasselbe Problem nach 2, 3 Jahren und dann ging er nach Okayama in einen Tempel, der heißt Toshoji, gehört der Soto-Schule an, und da war es dann auch wieder für ihn einfacher, das Visum zu verlängern. Ne? Also das gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie dafür, dass du 3 Jahre lang, 4 Jahre lang, 5 Jahre lang dieses Visum verlängern kannst. Aber du kannst es drauf ankommen lassen und es hat in den meisten Fällen bislang geklappt. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ne? Am Anfang kriegst du diese 90, vielleicht 180 Tage Touristenvisum und dann kannst du das kulturelle Visum beantragen. Aber offiziell musst du einmal ausreisen. Du musst mit dem Touristenvisum einmal Japan verlassen und dann mit dem Kulturvisum neu einreisen. Manchmal werden da Ausnahmen gemacht und manchmal nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja, das kann ich mir aber nicht leisten, die billigste Möglichkeit wäre, nach Korea zu fahren. Also du musst nicht bis nach Deutschland zurückfahren. Du kannst nach Korea fahren, verbringst da vielleicht 2 Wochen und beantragst dann im japanischen Konsulat, zum Beispiel in Busan oder in Seoul, ne, dein Visum. Das geht auch. Also es gibt keine Garantie, dass es so einfach klappt. Aber noch ein bisschen weiter, ne? Noch ein bisschen weiter. Ich habe erst eine Hälfte des Kommentars vorgelesen. Es wäre halt schon eine einschneidende Entscheidung, auf alle Fälle, ne, die Entscheidung nach Japan zu gehen, nach Antaichi zu gehen, das ist bestimmt eine einschneidende Entscheidung. Weswegen ich damit bisher so lange gewartet habe, also bis zum 31. Lebensjahr. Zum einen wollte ich meine Eltern, die auch schon recht alt sind, nicht in Deutschland zurücklassen. Zum anderen gibt es für mich halt auch kein Zurück mehr, spätestens nach dem Tod meiner Eltern gibt es nichts mehr, wohin ich zurückkehren könnte. Also bis zum 31. Lebensjahr, ne? Er ist nicht nach Japan gegangen wegen der Eltern. Aber die werden ja irgendwann sterben und dann gibt es nichts mehr, was ihn zurückhält. Das klingt erstmal ganz gut, ne? Denn das ist ja eine große Entscheidung, nach Japan zu gehen. Ne? Vielleicht auf Lebenszeit. Ne? Also bei mir, ich bin 57, ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal noch nach Deutschland zurückgehe. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ne? Also vielleicht wird ja aus dem Fragesteller der zweite Mucho. Nichts hält ihn zurück, sagt er, aber weiter. Keine Wohnung mehr. Also wenn die Eltern tot sind, gibt es nichts mehr, wohin ich zurückkehren könnte. Keine Wohnung mehr, keine Verwandten, keinerlei Ersparnisse. Ich hatte immer Angst, was nach diesen 3 Jahren passiert, also die 3 Jahre, die man mindestens in Antaichi verbringen soll.
Wenn ich nicht bleiben könnte, also vielleicht wird das Kulturvisum ja nicht verlängert, würde das für mich die sichere Obdachlosigkeit bedeuten? Es gab ja auch schon die Frage, ne, und wann werde ich dann Zen-Meister? Kann ich nach 3 Jahren zurück nach Deutschland und da mein eigenes Kloster aufmachen und Sessions anbieten und vielleicht davon leben? Und meine Antwort auf diese Frage vor ein paar Wochen war, vergiss das erstmal. Vergiss das erstmal. Wenn es dir darum geht, eine gesicherte Zukunft zu haben und Karriere zu machen, ich würde dir nicht Zen empfehlen, ne? Aber weiter. Vielleicht hättest du ja noch etwas Muße, auf diese Fragen in einem Kommentar oder in einem weiteren Video einzugehen. Muho. Okay, und das werde ich machen, allerdings nicht heute wegen der 12-Minuten-Grenze, aber morgen komme ich nochmal zurück auf diese Frage. Ne? Da ist jemand und nichts hält ihn zurück, nach Japan zu gehen. Aber wie ist denn das nach 3 Jahren? Welche Sicherheiten hat man da, wenn man keine Ersparnisse hat, wenn man ins Kloster eintritt? Welche Sicherheiten gibt es? Und wovon lebe ich dann, wenn ich 40, 50, 60 bin? Wer kümmert sich um mich, wenn ich alt bin und krank? Aber darüber spreche ich morgen wieder. Danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.